Jeder kennt sie, das ist eine klassische L-Box, aber L-Box war gestern. Heute ist Contractor, nämlich genau diesen Tower gucken wir uns heute mal an, wie kompatibel das Ganze ist, die Schubladen, die Einlagen und so weiter und so fort. Aber wir machen auch einen Belastungstest. Wir schauen uns das Ganze an, wie gut kann es Wasser abhalten, Staub, Dreck, Matsch, aber wie gut hält es den Falltest aus? Das in diesem Video. Heute also das Contractor-System. Übrigens, mein Name ist Sebastian, hallo Werkzeugfans, und das ist eine L-Box, denn wir müssen heute wirklich reden. Das hier ist eine klassische L-Box, so wie sie sein soll. Ja? Wir haben hier Folgendes, können das aufmachen, ihr habt ein relativ, ja, das Ganze hier ist relativ dünnwandig, seht hier, wackelig, ja? Aber das ist auch gut so. Warum? Wir haben hier mit der L-Box eine Transportkiste. Wir haben eine Werkzeugtransportkiste. Die soll das Werkzeug im Rahmen schützen, dass es auch mal so aus der Hand gleitet und dass es, wenn es irgendwo mal umfällt, hier drin auch halbwegs geschützt ist. Aber es ist keine Kiste oder kein Werkzeugkoffer, der dafür da ist und ein Werkzeug unter allen widrigen Umständen hält. Denn dafür gibt es jetzt etwas Neues. In der Vergangenheit war es ja so, dass schon andere Hersteller sowas hatten, aber Bosch hat das eben noch nicht gehabt. Wir haben hier wirklich ein komplett neues System mit dem Contractor-System. Und wir kommen auch gleich noch zum Hardcore-Test, aber erst einmal, das hier ist ein System, was dafür da ist, um ein Werkzeug wirklich zu schützen vor äußeren Eindrücken, nämlich vor Wind, Wetter, Schmutz, Staub, vor allem, was von außen kommt und natürlich auch physischem Impact. Aber das hat echt eine Menge Vorteile. Ja? Und wir schauen uns auch gleich mal an, was es hier alles für Optionen gibt und was du damit alles machen kannst. Das ist nämlich echt interessant und wie kompatibel das alles auch untereinander ist. Man hat aber eine Sache, man muss eine Sache ganz klar sagen, das hat nämlich einen großen Vorteil, eine L-Box zu sein. Nämlich, eine L-Box ist leicht. Sie ist wirklich viel leichter als das Contractor-System. Das musst du im Hinterkopf haben. Ja? Das heißt, man kann nicht die L-Box grundsätzlich verteufeln und sagen, wir nehmen nur noch das hier, sondern du musst genau überlegen, was brauche ich denn für welche Anwendung. Und deswegen machen wir jetzt auch mal Folgendes, bevor wir gleich zu unserem Test auch schon kommen. Wir nehmen jetzt mal eine Waage und schauen mal, wie schwer ist es denn eigentlich. Und dazu nehmen wir erstmal hier unsere schöne Waage. Dann nehmen wir hier mal das ganze Papier raus, weil das wiegt ja auch was. So, einmal weg. Wir haben jetzt wirklich einen leeren Koffer. Ja? Für euch komplett leer. Der Contractor-Koffer ist auch komplett leer. Und wir haben jetzt hier ein Gewicht von 1,8 Kilo. Wiegt die leere Kiste. Auch interessant, ja? Würde man gar nicht denken. So, aber unser Contractor-Koffer wiegt etwas mehr, nämlich der wiegt satte, so halten, ja, 3,9 Kilo, also doppelt so viel. Das heißt, wir haben hier wirklich das Doppelte an Gewicht und das merkt man schon, also auch wenn man es so in der Hand hat. Unabhängig mal davon, dass das deutlich wertiger ist, viel mehr ab kann und so weiter und so fort, aber ihr habt ein deutlich höheres Gewicht und natürlich auch Folgendes, das hier müsst ihr extra kaufen. Die L-Box bekommt ihr in den meisten Fällen ja zu eurem Werkzeug mit dazu. Das wollen wir im Hinterkopf behalten. Bevor wir uns jetzt gleich aber das ganze System mit allen Vor- und Nachteilen angucken, schauen wir uns erstmal was anderes an und zwar machen wir unseren Test. Wir haben hier erstmal eine klassische Box genommen, so wie sie hier ist und haben was gemacht? Wir haben da Werkzeug reingepackt. Das seht ihr nämlich genau hier. Hier haben wir einmal eine Einlage, eine Schaumstoffeinlage, die haben wir selber gebaut, haben jetzt hier unser Werkzeug reingemacht, 2 Akkus, Bohrhammer, einen Akkuschrauber und jetzt wollen wir mal sehen, was hält das Ganze aus. Wow! Ah, Mist, da habe ich das Wasser reinkommen lassen. Ärgerlich.
Du hast gesehen, das Ganze funktioniert wunderbar. Es ist wirklich nichts durchgekommen. Das, was wir hier in Feuchtigkeit haben, war meine eigene Dummheit. Hier oben stand noch überall Wasser. Das habe ich umgekippt und das ist leider hier reingelaufen. Meine Schuld. Und jetzt machen wir den Hardcore-Test. Jetzt kommt ein Hochdruckreiniger. Dafür ist er nicht gedacht. Aber mal gucken, was passiert. Ja, hier ist ein bisschen was reingekommen. Hier, an der Stelle. Das ist zu viel Druck. Das kann er nicht mehr. So, Falte. Und da sind wir wieder. Hier haben wir unsere Box und lasst uns mal noch mal reinschauen, wie sieht das Ganze jetzt aus. Also ich muss sagen, ich finde es mega gut. Also das Ergebnis finde ich mega gut. Wir haben hier oben ein bisschen Wasser und das war ja wirklich meine Schuld. Denn ich habe Folgendes gemacht. Hier oben stand das Wasser und dann habe ich einen Fehler gemacht. Nämlich ich habe es dann hier umgekippt. In dem Moment läuft das Wasser hier lang und dann hier runter. Da kann die Box nichts für. Also da habe ich wirklich mich blöd angestellt. Ich hätte das Wasser einfach nur kurz mal runterblasen und mit dem Tuch abwischen sollen, weil in dem Moment ist es hier reingewachsen. Das heißt, im Ergebnis haben wir Folgendes. Wir haben ja hier eine Box, die ist IP65 geschützt. Und jetzt lassen wir uns wirklich mal anschauen. Was ist die 5? Also die 5 von 65. Das ist Schmutz gegen Strahlwasser. Das heißt, das, was man im Wasserschlauch gemacht hat, rechts, links, oben, unten, dagegen sollte es geschützt sein. Und das war es. Da ist kein Wasser durchgekommen. Erst danach kommt Schutz gegen starkes Strahlwasser, wie zum Beispiel ein Hochdruckreiniger. Nein, das ist sogar erst die 9, das ist erst die 69 gegen Hochdruckreiniger. Aber selbst bei dem Hochdruckreiniger haben wir gesehen, dass fast kein Wasser eingedrungen ist. Das heißt, das Ganze ist schon echt gut. Wenn es draußen stehen lässt, normaler Regen oder auch starker Regen, das kann das Ganze ab. Finde ich mega. Genau dasselbe war gegen Staub. Staub ist nicht durchgekommen, weil es ja 65, also die 6 am Anfang, steht für staubdicht. Und das haben wir hier. Wir haben eine komplette Staubdichtheit. Das ist eine coole Sache. Ebenso ist es mega cool, was rausgekommen ist bei unserem Falltest. Wir haben ja 2 Falltests gemacht und natürlich hätte ich jetzt das Ganze noch aus 50 Metern auf die Ecke fallen lassen können. Aber ich wollte erst mal wissen, wenn es platt einfach runterfällt, also das waren genau 2 Meter, runterfällt, was passiert? Gar nichts passiert. Also wir haben hier keine Beschädigung, kein gar nichts, hier unten ganz leichte Kratzer und das war's. Danach haben wir gesagt, wir kippen das auf 45 Grad und lassen es genau auf die Kante fallen, also hier auf diese beiden Kanten. Was ist passiert? Wir haben hier das Kunststoff, was sich leicht verformt hat, aber nur hier auf der Kante. Einmal da, einmal da. Dann ist es hier aufgekracht. Ja, das war dem einfach egal. Das Einzige, was passiert ist, genau, das hier ist aufgegangen. Also eine so eine Schließe ist so aufgegangen. Das war's. Aber es war immer noch zu und das Werkzeug innen drin, ja, ihr könnt es ja selber sehen, beziehungsweise seht es ja, ist immer noch da. Oh, lasst uns das einfach mal ausprobieren. Wir haben natürlich, das ist klar, aber wir können natürlich hier unseren Akku einsetzen. Ja. Und das Ganze funktioniert noch wie am ersten Tag. Also ergo, Falltest bestanden, Wassertest bestanden, hat es die IP65? Ja. Und ich muss sagen, das, was der Koffer ja machen soll, ist wirklich das Werkzeug schützen. Das tut er. Und jetzt gucken wir uns aber endlich das Contractor-System mal an, beziehungsweise die anderen Boxen mal an. Was wir hier übrigens schon sehen, ist eine super Funktion, die kann ich dir hier nämlich sehr gut zeigen. Wir haben hier das Contractor-System, aber ist es kompatibel mit einer L-Box? Und die Antwort ist ja. Wir haben hier eine klassische L-Box, setzen wir hier einfach ein, Nummer 1, Nummer 2, machen hier Klick und Klick, ja, und schon ist es dran. Und wir können jetzt hier nach oben weiter mit L-Boxen arbeiten. Funktioniert. Zusätzlich können wir jetzt zum Beispiel auch so eine Werkzeugtasche oben aufbringen, ist ja auch damit kompatibel. So, Nummer 1, hier Nummer 2. Und seht hier, das ist auch kompatibel, könnt ihr auch draufsetzen. Was wir auch noch haben, ist Folgendes. Wir haben so eine L-Box. Und zwar nicht irgendeine L-Box, sondern sogar eine vollgefüllte L-Box XL.
Bei der ist es so, sie rastet nicht ein, das ist wichtig, aber sie ist nicht fest befestigt, aber sie rastet ein. Also ihr seht hier, das ist jetzt hier drauf, man kann es draufstellen, aber nicht fest arretieren, sondern es ist hier so, dass wir hier bestimmte Nuten haben, in der es richtig drin sitzt und dann dementsprechend hier auch nicht runtergeht. Es ist kompatibel, aber eben keine Befestigung. So, jetzt schauen wir uns mal wirklich den Tower an, wie er hier steht. Erst einmal müssen wir vielleicht hier anfangen. Wir haben hier die kleine Box uns eben angeschaut. Hier haben wir jetzt mal die große. So, zack, fest. Und jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier die andere Höhe. Hier haben wir die etwas flachere Höhe, hier die höhere Box, wo du natürlich noch mehr reintun kannst. Wie sinnhaftig das ist, musst du mir für dich entscheiden. Du kannst ja zum Beispiel auch einen Bohrhammer hochkant reinstellen, auch mehrere Winkelschleifer, was auch immer. Ich mache das Ganze mal ab und hier siehst du auch schon einen riesen Vorteil, oder ich entferne es mal. Du kannst das Ganze komplett einhändig entfernen. Du musst nichts weiter machen, außer diesen Griff hier nach oben ziehen und dann, siehst du, hast du es gesehen, wie jetzt hier entriegelt ist? Ist einfach jetzt entriegelt. Das finde ich schon ein mega cooles System. Jetzt gucken wir auch einmal zur Sicherheit rein. Jetzt, wenn ich sagst, wer weiß, was da drin ist. Nummer 1, Nummer 2 und drin ist das hier. Wir haben so eine Einlage, die können wir hier auch so reinsetzen, ja, schließen, öffnen, verschieben dahin, wo wir es hinhaben wollen oder halt auch komplett reinmachen. Ansonsten haben wir ein riesengroßes Loch für Werkzeuge. Da kriegen wir gefühlt alles rein. Du kriegst eine halbe Werkstatt rein. Okay, nächste Sache ist, wir gehen einfach mal von oben nach unten runter, beziehungsweise das können wir uns auch nochmal anschauen. Du willst ein großes Loch für Werkzeug haben oder eine Art Eimer haben, hast du hier. Du kannst das Ganze hier auch oben drauf klicken. Ja? Natürlich alles auch auf die Boxen draufklicken und so weiter und so fort. Hier ist es nur so, dass wir hier keinen Griff haben. Ja, das ist einfach ein Eimer, wo du einfach deine Sachen reintun kannst. Oben draufklicken kannst du trotzdem wie eine L-Box. Du kannst, glaube ich, auch eine L-Box XL draufklicken und so weiter und so fort. Es geht alles trotzdem. Je nachdem, vielleicht gibt es ja einige von euch, die einfach nur sagen, ich schmeiße mein Werkzeug oben als letztes rein. Dann können wir das Ganze hier wieder öffnen und auch das stellen wir jetzt mal zur Seite. Wenn wir uns jetzt das hier angucken, jetzt wird es richtig interessant. Jetzt haben wir hier so eine Art Schubladenfächer. Auch das Ganze hier oben drauf geklickt, könnt ihr auch einfach wieder lösen. Aber wir haben hier Nummer 1, so eine Schublade, die können wir hier aufziehen. Ja, mega genial. Wir haben hier auch eine Öffnung von 120%. Das ist dafür da, damit jetzt nämlich auch Folgendes gemacht werden kann. Wir machen jetzt einfach das Ding komplett auf. Hier gerade jetzt eine leere Box, aber jetzt euer Werkzeuge, was auch immer hier drin. Aber ihr wollt das ja aufmachen können. Deswegen kann es weiter rausziehen und ihr könnt das hier komplett aufmachen. Drin irgendwas rausholen, reintun, was auch immer. Zu, rein und das war's. Hier haben wir jetzt hier unten noch einen. Ja, können wir genauso nehmen. Wir können aber auch einfach das Ganze rausnehmen, schnell irgendwo wieder was reintun. Ja, gar kein Problem. Jetzt ist das Thema, wenn wir das Ganze jetzt transportieren wollen, dann haben wir jetzt die Gefahr, dass das hier rausrutscht. Ja, man muss sagen, es arretiert schon, aber wenn wir jetzt hier das nach vorne kippen, Last drauf geben, würde es vielleicht rausrutschen. Und dafür haben wir diesen Hebel hier. Diese Hebel können wir einfach umsetzen. Hebel Nummer 1, Hebel Nummer 2 und jetzt geht das Ganze auf. Nee, weiter geht es nicht. Ja? Also es ist jetzt so, dass das hier eine Arretierung darstellt. Das arretiert so schon. Wenn ihr aber massiv Energie nach vorne aufbringt, dann ist es so, dass das hier entsprechend dann hier einfach einhakt, sodass es nicht aufgeht. Zusätzlich habt ihr hier Ösen und könnt einfach hier mit dem Vorhängeschloss rein, sodass es dann auch gar nicht mehr aufgeht oder vor Diebstahl geschützt ist. Dann gucken wir mal weiter in die nächste. Hier geht es nochmal weiter und da haben wir hier auch richtige Schubladen. Schublade Nummer 1, 2, 3, ja, alles da. Aber ihr kommt jetzt mal von oben, schaut euch das mal an. Wir haben hier die Möglichkeit, solche Einlagen reinzutun. Das heißt, wir können es, so ist es einfach im Originalzustand. Wir können aber so etwas zum Beispiel auch nachkaufen. Oder 1000 andere von BS Systems gibt es ja ganz, ganz viele Ordnungssysteme, die ihr auch hier reintun könnt. Hier Schrauben, Dübel, was auch immer ihr so als Kleinteile habt. Hier rein können wir auch ganz normale Einlagen nehmen. Das, was wir in der L-Box drin haben, das ist ja eine L-Box-Einlage, die wir hier haben. Ja? Die können wir einfach hier reintun. Habt ihr einen Akkuschrauber, Akku, Ladegerät und so, alles da. Oder wir gucken jetzt hier mal weiter und sehen jetzt hier haben wir zum Beispiel ein anderes Gerät, auch noch alles hier drin und so weiter und so fort. Was ihr hier seht, sind nochmal die Möglichkeit, so eine Abtrenner hier reinzutun. Gibt es alles im Zubehör, kann man das hier reinstecken, machen und tun, um das nochmal zu unterteilen. Wenn wir jetzt hier nach unten gucken, haben wir jetzt die nächste Box. Und da kommen wir gar nicht ran, oder? Ich glaube doch.
indem wir nämlich Folgendes machen. Ich drehe es einfach mal für euch um. Bei vielen anderen Systemen ist es so, dass du an die untere Box jetzt gar nicht mehr rankommst. Du hast gar keine Chance. Jetzt in dem Fall, wie ich es konfiguriert habe, auch schwierig, aber du siehst, es würde theoretisch gehen. Erst einmal die unterste Box, die wir hier haben, die hat Folgendes. Die hat hier unsere riesengroßen Räder. Die sind wirklich sehr, sehr groß und sorgen dafür, dass wir das wirklich einfach auch hin und her fahren können. Ich zeige es euch einfach mal. Wir ansetzen, nehmen, rumfahren, ja, kann hier hin. Kann das wieder positionieren, so wie ich es gerne haben möchte, wieder zurück und dann steht es auch schon. Wir haben jetzt hier aber Folgendes. Erst einmal können wir hier unsere Wasserwaage perfekt hier rein tun. Ja? Die passt hier perfekt rein, können wir mitnehmen, ja, hier in so einem kleinen Fach. Das ist eine tolle Sache. Da hat irgendjemand auf jeden Fall mitgedacht. Ja? Aber jetzt nehmen wir sie erstmal raus, um euch zu zeigen, was ich meine. Wir haben hier diesen Griff und den können wir einfahren bis ganz nach unten. Und auf die Art und Weise können wir jetzt Folgendes machen. Ich zeige es euch auch mal von der Seite. Wir können jetzt, wenn wir hier oben nicht so einen Riesenturm drauf haben, sondern vielleicht nur ein oder zwei, ich zeige es euch einfach mal genauso. Wir nehmen die hier mal raus, stellen das hier mal zur Seite. Und wir sagen jetzt mal, da unten möchte ich irgendwie ran. Kein Problem. Kann ich einfach da ran und dann kann ich das Ganze öffnen. Habe ich das hier, das ist ja schwer, ihr habt ja gesehen, was da alles drin ist. Und jetzt kann ich hier das rausnehmen, kann hier meine Werkzeuge ran machen und tun, kann das hier auch wieder rein tun, so, und habe das drin. Ja, vergleiche das mit anderen Systemen. Da ist es eben nicht so. Ich muss euch unbedingt noch zwei Sachen mitgeben, weil es wird euch vielleicht sogar selber schon aufgefallen sein. Wozu sind diese Ecken hier eigentlich? Warum ist das eigentlich hier aus Aluminium? Ich glaube, es hat eigentlich zwei Gründe. Nummer eins, das Ganze ist Pro-Click kompatibel. Das heißt, diese Pro-Click-Taschen, wir blenden auch mal hier so ein Bild ein, kannst du hier entsprechend an der Seite ranhängen und dann kannst du damit die transportieren. Gleichzeitig vermute ich aber auch, dass es eine Art Stabilität ist, weil dadurch hast du hier natürlich auf den Ecken eine extreme Stabilität. Das Ganze ist auch verschraubt und, glaube ich, das hält noch mal einiges mehr aus. Eine Sache, die ich auch unbedingt mitgeben möchte, ist nochmal Folgendes: Wie stark kannst du diese Boxen eigentlich belasten? Wir haben hier eine Deckelbelastbarkeit von 100 Kilo. Und das finde ich schon heftig. Ja? Bitte nutzt es aber nicht als Leiter. Ganz klar, nein, 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 nicht als Leiter nutzen. Aber dass man hier bis zu 100 Kilo oben drauf tun kann, das ist schon heftig. Und jetzt am Ende ist es so, dass ich mir die Frage stelle, erstmal, soll ich noch ein Folgevideo machen, das mal richtig toll einrichten, mit jedem Kleinigkeit und das perfekt sortiert machen? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Aber was ich mich frage ist das Ende der L-Box? Werden wir in Zukunft immer weniger L-Box sehen und immer mehr Contractor? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich finde es aber sehr cool, dass wir eine andere Möglichkeit haben, eine andere Option haben. Voll L-Box kompatibel im gesamten System. Das ist eine schöne Sache. Aber mal gucken, wie sich das in der Zeit noch entwickelt. Für euch jetzt so lange ran ans Werkzeug und ran an die Werkzeugbox und bis zum nächsten Mal.